Heute möchten wir einen ehemaligen beliebten Wasserpark in Frankreich erkunden, der über Jahrzehnte ein Highlight für Familien und Abenteuerlustige war. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1985 zog er mit beeindruckenden Attraktionen wie Wasserrutschen, Wellenbecken und Whirlpools unzählige Besucher an. Doch in den letzten Jahren geriet der Park zunehmend in Kritik. Viele bemängelten den Zustand der Anlagen und den nachlassenden Service. Schließlich musste der Park im Jahr 2020 dauerhaft schließen. Die steigenden Instandhaltungskosten und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie machten einen Weiterbetrieb unmöglich. Begleite uns jetzt auf dieser spannenden Erkundung, bei der wir jederzeit entdeckt werden könnten. Einen wunderschönen guten Morgen von der wunderbaren Tankstelle. Von mir auch guten Morgen. Ja. Müde. Ja, wir sind nämlich schon eine Zeit lang unterwegs, extra heute Morgen ganz früh aufgestanden. Es war sogar noch dunkel. Ja, es war sogar noch dunkel, als wir losgefahren sind. Ja, Leute, wir sind nämlich jetzt noch, ich glaube, noch 4 Stunden oder so unterwegs. 5 sogar noch. Oh, 5 Stunden noch. Wir haben einen langen Weg vor uns für erstmal nur eine Location. Also wir haben gesagt, wir fahren erstmal die ganzen Kilometer zu der einen Location und arbeiten uns dann quasi wieder runter bis nach Hause. Und es wird sehr viel Autofahrerei. Ich bin echt sehr müde und haben uns gerade schon ein bisschen was zum Frühstück geholt. Jetzt gleich machen wir uns auf jeden Fall noch einen Holy, damit wir ein bisschen wach werden, und die Fahrt überstehen. Und ja, Wagen wird getankt. Dann können wir direkt weiterfahren, Leute. Denn die erste Location, die hat es nämlich wirklich komplett in sich. Und ich bin mega gespannt. Es wird so geil. Ich hoffe und bete, dass wir da reinkommen werden. Also, ja, ich hoffe es einfach. Das ist so eine geile Location, Leute. Ihr werdet ausrasten. Ehrlich, ihr werdet echt ausrasten. Und ich werde ausrasten. Jetzt den ganzen da will ich auch ausrasten. Und im Endeffekt dann quasi nicht reinkommen. Ja, also es wird auf jeden Fall sehr spannend, Leute. Werden wir reinkommen, ja oder nein? Bleibt auf jeden Fall dran. Ja. Es sind noch 4,5 Stunden, um genau zu sein. Da waren wir beide richtig. Du sagtest 4, ich sag fast 5. Ja, genau. Jetzt gönnen wir uns erstmal einen Holy Schmolly. Und ich habe mir den heiligen Apple Alligator genommen. Den heiligen Apfel. Den heiligen Apfel, ja? Den heiligen Apfel-Alligator. Ja, Apfel genau. geht immer. Ein bisschen Power. Hast du ja schon mal schön vorbereitet, ne? Natürlich. Ich denke immer an alles. Unseren Shaker wieder mit. Aber man könnte natürlich jetzt auch hier einfach an der Tankstelle ein Wasser kaufen. Haben wir jetzt nicht von der Tankstelle gekauft, hatten wir vorher schon. Eine Wasserflasche kaufen und dann einfach Holy Schmolly. Das mache ich am meisten immer einfach in die Wasserflasche einfach den Holy reinkippen. Auf Arbeit, ne? Ja, auf der Arbeit. Oder wenn du unterwegs bist, ich finde das echt praktisch. Also muss ich echt sagen. Ich auch. Praktisch. Und jetzt kommt der beste Teil von dem Ganzen. Shake. Shake your shaker. Shake your shaker. Yeah. Ich glaube, es ist okay, Anja. Ich glaube, es ist jetzt genug geshakt. Ich müsste übrigens wieder ein bisschen Wasser rausmachen. Oh. Das war bis oben hin. Ja. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Wie ist die Dosierung? Halber Liter. Ja, das war aber mehr. Ja, ich habe ein bisschen mehr reingemacht. Das ist doch nicht schlimm. Nee, ist doch schlimm. Okay, jetzt vielleicht noch ein bisschen Wasser rein. Das Ding ist einfach, dass manche Sorten einfach ein bisschen besser schmecken mit weniger Wasser und manche einfach sehr intensiv schmecken und da könnte ein bisschen mehr Wasser rein. Also das ist auf jeden Fall nur Anjas Empfinden. Ich finde einfach die Dosierung mit einem halben Liter Wasser, wie es eigentlich üblich ist einfach perfekt. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch wie das am liebsten dosiert haben möchte. Aber ich finde eigentlich ein halber Liter Wasser ist gut. Okay. Die Black Week ist da und Holy startet mit einem unglaublichen Angebot für Neukunden. Ab sofort gibt's das Starter-Set Deluxe mit unserem Code zu unschlagbaren Preisen. Mit Shaker nur 34,99, mit Thermoshaker nur 49,99. Das bedeutet Probierportionen ab nur 83 Cent. Aber Achtung,
Dieses Angebot gilt nur bis zum 2. Dezember. Sichere dir jetzt dein Starter-Set Deluxe und erlebe Holy zu Hammerpreisen. So Leute, wenn ihr jetzt auch mal Holy probieren wollt oder schon mal Holy probiert habt, dann spart auf jeden Fall mit unserem Code LOST5 für Neukunden 5 € oder halt 10% mit dem Code LOST auf alle Sorten, die es da gibt. Also sei es der Energy, der Eistee, Hydration Drinks, die auch super lecker sind und natürlich auch auf die neuen Sorten, die es gibt und auch immer mal wieder gibt. Ne? Gibt ja immer wieder neue Sorten. Ja, ne? das stimmt. Schon geil, ne? Das stimmt. Vor allem Es jetzt, wird nie langweilig. jetzt gibt es richtig geile Sorten. Ehrlich, Das stimmt. Ich bin echt gespannt. So Leute, kurze Toilettenpause und Müll wegschmeißen, genau, auch immer ganz wichtig. Ach ja. Oh, guck mal, hier kostet die Toilette auch jetzt Geld. Ist ja manchmal auch umsonst, ne? Aber immer noch 10 Cent günstiger als in Deutschland. Hey, das sparen wir richtig, ey. Schnäppchen. So, Fahrerwechsel hier macht. Ja, das denke ich mir auch gerade, juhu. Muss ich wenigstens nicht mehr fahren. Die letzten 2,5 Stunden. Ist nervig, ne? Boah, ich sag dir, wenn wir jetzt umsonst fahren, ne? Wenn wir jetzt umsonst fahren, ne? Umsonst ist das ja nicht. Das ist schon ziemlich teuer, die Fahrt. Ja, das stimmt. 600 Aber Kilometer. ich meine eigentlich eher, wenn das nicht klappt. Ja, das wäre sehr ärgerlich. Das wäre der Oberfail. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar andere Locations, also von daher. Aber auch in der Ecke? Ja, Ja? stimmt, aber kann jetzt nicht sagen, welche. Müsst ihr jetzt gucken. Rhythm flows like ocean's tide, glittering on the midnight scene. Disco ball shine, it's a dream. Aces pumping, hearts collide. Rhythm flows like ocean's tide. So Leute, man soll es nicht meinen, aber wir sind gleich endlich da. Es sind nur noch 16 Minuten und dann haben wir unser Ziel erreicht. Oh, ich bin richtig schon so richtig groggy von der Autofahrt. Bin echt froh, wenn wir gleich mal uns ein bisschen bewegen können. Wetter ist wirklich sehr, sehr wechselhaft. Zwischendurch kam mal die Sonne. Wetter, ne? Also Ja. waren schon an die 14 Grad vorhin und jetzt auf einmal wieder nur noch 10, 9. Ja, Sonne scheint, Regen, Sonne scheint, Regen. Ich hoffe einfach mal, dass wenn wir gleich ankommen, es einfach trocken bleibt. Ich würde nämlich auch ganz gerne ein paar Drohnenaufnahmen machen. Und ja, da bräuchte man schon trockenes Wetter. Da hinten ist auf jeden Fall unser Ziel. Und das ist Lost? Ha? Was? Das? Ja. Nö. Eigentlich nicht. Ach du Schande, ey. War nur Spaß. Das ist ja krass. Haben wir so gedacht, wir fahren einfach mal 7 Stunden so. Einfach mit Spaß irgendwo hin. Coole Wir Sache. gehen jetzt hier was essen. Coole Sache. Ja, dachte ich mir, ne? Ey, das ist aber noch das Restaurant funktioniert noch, ne? Das funktioniert noch, ja, tatsächlich, das funktioniert. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig, richtig krass aus. Also wenn das wirklich klappen sollte, Raste ich aus. rast ich aus. Das wird eine ganz, ganz krasse Sache. Echt, ohne Witz. Also mit so einem riesen Schwimmbad hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Es gab hier sogar einen Außenbereich mit mehreren Rutschen und speziellen Bereichen für Kinder. Der gesamte Außenbereich ist von der Promenade gut einsehbar. Wie sollen wir es bloß schaffen, hier unbemerkt hineinzukommen? Und wo könnte überhaupt ein Zugang zum Gebäude sein? Anja geht mal eben gucken, ob das Ganze jetzt machbar ist oder nicht. Hier ist eigentlich ein ganz guter Eingang, weil hier alles so ein bisschen geschützt ist von den Gebäuden, der Zugang. Weil da hinten ist man so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Ne? Nachteil ist aber halt, dass man auch aufpassen muss, dadurch, dass man ein bisschen höher ist, dass man unter Umständen halt gesehen wird. Ne? Ich glaube, ich gehe da vorne mal gucken, was da eigentlich Sache ist. Hier sind halt überall auch Fußgänger, ne?
die hier spazieren gehen. Kannst. Okay, sie kommt zurück. Noch kein Zugang? Fußgänger habe ich ja da gesehen. Ja, lass einmal rumgehen, einmal ums ganze Gebäude. Unten ist auf jeden Fall die Tür offen. Okay. Bisschen da hinten rum. Und da kommen wir jetzt nicht lang? Du bist ja nur auf der Terrasse oben. Ach so, okay. Schade. Also jetzt gerade, wo wir einmal rumgehen wollten, haben wir gesehen, dass da im Gebäude sich 2 Leute befinden. Denen haben wir jetzt gerade mal so Hallo gesagt. Durch die Fensterscheibe. Sind aber weitergegangen. Waren aber eigentlich ganz cool so drauf, ne? Also entweder sind die so chillig drauf, weil die da halt reingehören. Oder die sind einfach chillig drauf, weil sie sich denken, Wir könnten mal ganz chillig das Fenster hier aufmachen. Das wäre toll. das sieht so aus, wenn es echt offen wäre, ne? Hätte ich auch gerade gedacht. Ich versuche das aufzuschieben, aber das musst du wahrscheinlich ganz runterdrücken. Das ist so ein Fenster. Das sieht aus, als wenn es eigentlich offen wäre. Aber naja. Gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Was ist denn, wenn das jetzt keine Urbexer sind? Wir warten natürlich, bis die hier rauskommen. Weißt du, was ich meine, ne? Das wäre jetzt so ein bisschen Fail. Oberfail. Willst du da hinten warten? Ich gehe einmal kurz rum, um mal einmal kurz zu gucken. Dann nimm du mal die Kamera. Gib mir den Rucksack. Falls hier irgendwas Spektakuläres noch passieren sollte, hast du hier... Ich denke nicht, dass hier irgendwas passieren sollte. Ich frage mich aber auch, was soll ich denn noch alles nehmen? Autoschlüssel? Nee, jetzt lass mal. Aber ich frage mich auf jeden Fall auch, warum das hier verlassen ist. Es ist mitten am Strand. Es ist so super schön gelegen. Man hat hier so eine super geile Aussicht. Es ist einfach unfassbar krass, ehrlich. Noch nie sowas Schönes gesehen. Zumindest nicht innerhalb von... Naja, doch schon. Innerhalb von Europa auch schon. Aber das ist schon echt richtig schön eigentlich. Aber ich denke, man hat sich einfach nicht mehr rentiert. Ja, schade drum. Sehr schade drum. So Leute, kleines Update. Sabrina ist jetzt gerade auf dem Weg wieder zurück. Und die vermeintlichen Urbexer, die wir gerade in der Location gesehen haben, laufen jetzt gerade draußen rum. Und ja, Sabrina hat gerade schon eine Sprachnachricht geschickt und sagte, also wenn das Urbexer sind, dann sind die schon ganz schön frech. Weil die laufen komplett selbstverständlich hier draußen rum, sind komplett auf dem Präsentierteller. Es juckt die einfach überhaupt nicht, dass hier Leute rumlaufen, dass hier Leute wohnen, die auch sehen könnten. Und das ist eben das große Problem. Wir werden es natürlich gleich herausfinden, ob es Urbexer sind oder nicht. Die haben auf jeden Fall auch Fotos gemacht. Also ich gehe stark davon aus, dass es Urbexer sind. Wenn die Polizei darauf aufmerksam wird oder die Leute, die hier wohnen, ne, dann ist hier ganz schnell Security oder öfters mal Polizei. Und dann war es das irgendwann mit dem Lost Place. Ne? Oder andere werden noch darauf aufmerksam. Ja, das ist halt sehr... Naja, wir gucken mal, ne? So, Sabrina, Das ging voll einfach. Ja. Willst du nicht lieber runtergehen? Was ist das denn hier? Ja, das ist voll der Ach du Sandberg. Scheiße, komm. Schwuppidiwuppi, wir sind drin. Das gucken wir uns alles gleich in Ruhe an. Erstmal gehen wir jetzt rein. Ja, Mann. Mein Gott, das ist ein Drehbuch. Das Dumme ist halt einfach, dass man hier überall halt drauf gucken kann auf das Areal, ne? Aber wir sind drin. Jo. Zugemauert. So, ich würde sagen, wir switchen jetzt auf die Sony und dann geht's weiter. Auf die richtige Kamera gewechselt und ihr könnt schon im Hintergrund sehen, der absolute Oberhammer. Aber es wird noch viel geiler. Und ich glaube, es hat sich sehr gelohnt, diese ganzen Stunden zu fahren. Ich sag's dir, ey, richtig geil. Richtig, richtig geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, so habe ich Sabrina selten erlebt, aber ich freue mich auch total. Sieht so geil aus. Das ist einfach noch besser als ein Tropical Island oder was ihr sonst noch alle kennt. Und es ist verlassen. Es ist einfach ein Lost Place. Geil, oder? Ja. So, nach der langen Autofahrt müssen wir uns natürlich erstmal einen Snack gönnen und auf jeden Fall noch ein Eis im Anschluss, würde ich sagen. Ne? Ja. Such dir schon mal was aus. Du hast schon mal irgendwas. Guck mal, die haben ja sogar vegetarische Burger gehabt, ne? Richtig Jo. geil.
Aber auch nur einen, ne? Ja. Wir haben es also hineingeschafft. Die beiden Jungs, die zuerst im Gebäude und anschließend draußen herumgelaufen sind, kletterten vor uns ebenfalls über das Tor, um das Grundstück zu verlassen. Beide waren Franzosen und stellten sich selbst als Urbexer vor. Wir mussten wirklich aufpassen, denn ihr zielloses Schlendern im Außenbereich hatte viele Passanten aufmerksam gemacht. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ach, fängt schon wieder gut an, ey. Vielleicht sollten wir erstmal auf das Essen verzichten und hier gucken. Wasser ist das. Ja, das könnte sein. Hat sich aber gerade angehört, als ob da jemand kommen würde. Ja. Oder gehen würde. Der Serverschrank ist auf jeden Fall aus, würde ich mal vermuten. Sieht ganz danach aus, ja. Die Kamera, die filmt auf jeden Fall nach draußen. Ja, hier wird nichts mehr Hier funktionieren. wird nichts mehr funktionieren, aber das ist so heftig, ne? Dass das so krass hier drin aussieht, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Ich auch Ne? nicht, ich auch nicht. Wahnsinn. Ich meine, es ist natürlich jetzt geil, so ein Lost Place zu besichtigen, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich sehr traurig, dass es schließen musste. Ne? Ticket, Snack. Und hier sieht man nochmal die Eiskarte, die es halt hier gab. Magnum und Ben & Jerry's war wohl nicht mehr da, wie es aussieht, aber alle anderen Sorten noch. Und hier oben die Menüliste. 9,50 € Fish and Chips Menü. Man sieht hier von den Küchengeräten, ist auch noch einiges da, ne? Hier ist so eine Warmhaltestation, ne? Nuggets, Burger, vegetarisch, Bacon, Cheese, Chicken, Bacon, alles da. Und hier wahrscheinlich so kleinere Snacks gewesen. Hier ging es dann auf jeden Fall in die Küche rein. Da können wir auch mal gucken, was man hier noch so sehen kann. Und hier war die Spüle gewesen. Und hier ist doch noch so eine Spülmaschine, ne? Das mache ich lieber nicht hoch, das macht wahrscheinlich Krach. Ja, aber hier war so die Spülstraße gewesen. Aber man sieht alles schon ziemlich lost, ne? Und überall halt der Sand von den Leuten, die hier reingekommen sind. Nicht unbedingt, könnte ja auch hier reingeweht sein. Ne? Ach, guck mal hier. Hier wurde das Essen zubereitet. So eine, was ist das hier, so eine Burgerstraße? Ja, ne? Wo du, glaube ich, reinlegen kannst. Irgendwas reingelegt und dann fällst du durch mit. Aber hier ist wirklich alles noch da. Seht ihr das? Hier die Fritteusen, um die Pommes und die Nuggets zu frittieren. Da ist die Durchreiche. Schaut euch mal an, wie schwierig das hier aussieht. Seht ihr das? Das sieht richtig eklig aus. Das sieht für mich auch nicht so aus, als wenn hier noch sauber gemacht worden wäre. Boah, die Mikrowelle, ey. Boah. Das hat schon was, ne? Aber daran sieht man halt auch, wie lange das hier wohl schon verlassen ist. So, dann gehen wir von der Küche jetzt mal wieder zurück in den Schwimmbadbereich. Wir müssen übrigens aufpassen, da hinten habe ich gerade einen Sondelmann gesehen. Echt? Oh, ja, cool. Da ist einer am Sondeln. Schau mal, hier ist Kids Lagoon, wie man sieht. Hier ist so dieser Kleinkinder-Schwimmbereich. Richtig schön. Für Kinder unter 6 Jahre und 1,20 Meter Größe. Es ist also hier freigegeben. Ne? Ja, 0 bis 6 Jahre oder bis 1,20 Meter. Schön, also ne? sprich, wenn du unter 1,20 bist und schon 12 bist oder so, darfst du da auch noch rein. Also du dürftest dann auch noch rein wahrscheinlich. Dankeschön. Mit deiner Größe. Danke. Sehr schön, ne? Guck mal, das sieht doch richtig schön aus. Ja. Man kann sich das noch richtig gut vorstellen. Das müsste einfach nur ein bisschen Wasser wieder rein. Und dann könnte man hier schon wieder planschen als Kleinkind, ne? Finde ich auch schön, ja. Vor allen Dingen auch schön angrenzend zu dem Bereich hier, ne? Konntest also alles im Blick haben. Hier auch oben eine Kamera für die Sicherheit, ne? Da hinten sind irgendwelche Menschen, die gerade hier hingucken. Aber gut, von denen wollen wir uns ja nicht beirren lassen. Wir gucken einfach weiter, ne? Haben wir gerade gesehen bei den beiden Jungs, wie man das macht. Einfach Dreistigkeit dreist. siegt manchmal einfach. Das Ne? stimmt, ja. Hier an der Seite waren wohl offenbar überall die Möglichkeit, Liegen hinzustellen und sich so ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und hier geht es dann zum eigentlichen. Nee, erstmal geht es in den Spa-Bereich, ja? Ja. Also ich denke mal so Whirlpool-mäßig, wahrscheinlich ein bisschen wärmer das Becken. Durftest du ab 1,30 Meter rein und musstest
naja, also entweder 1,30 Meter groß sein oder 8 Jahre. 8 Jahre, ne? Und maximal 20 Personen. Aber das finde ich echt gut, dass sie das begrenzt haben auf 20 Personen. Man weiß ja selber, wie das ist. Ne? Ja. Dann sitzen da schon 50 Leute drin und dann denken sich andere Leute auch, komm, ob 50 oder 70 ist doch egal. Aber ich glaube auch nicht, dass hier die Leute nochmal nachzählen, wie viele Leute hier gerade drin sind und Ja. danach nicht reingehen. Oh, ich werde der 21. Da bleibe ich draußen. Ja, genau. Das sieht aber schön aus, ne? Konntest einfach hier so rein. Jetzt war ich schon im Wasser gewesen. Schwupp. Und dann konntest du dich einfach hier so hinsetzen. An den Wasserdüsen von unten und vom Rücken gab es dann Wasser und konntest dann einfach hier so ein bisschen chillen. Ne? Das ist schon sehr, sehr schön, finde ich. Und hier auf den Sitzen hat das auch so Düsen, ne? Ja, genau. Überall. Schön, ne? Aber es gibt noch was viel Geileres hier in diesem Rundel. Komm mal hoch. Ich weiß, was du meinst. Ha? Hier würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit stehen und die ganzen Leute nass machen, die eh schon im Wasser sind. Aber es wäre trotzdem witzig. Hier hat man mal den Blick auf das Wellenbecken. Boah, haben die da einen Müll reingehauen, ne? Die, Und Wasser ist da drin. ja. Aber es ist ja total tropisch hier alles, ne? Das ist komplett feucht. Das ganze Ding kannst du eigentlich nur abreißen, ne? Das stimmt, Das ist so schade. Das ist so schade, ne? Weil es eigentlich so schön ist und so groß vor allen Dingen auch, ne? Also man hat ja echt schon viel gesehen und gefühlt eigentlich schon alles gesehen, aber das ist schon wieder eine ganz andere Hausnummer hier. Hier oben drüber gab es offenbar noch eine weitere Etage. Ich weiß nicht, ob da oben Umkleiden sind. Ich dachte eigentlich, die Umkleiden wären da hinten. Oder ob man da einfach auch mit der Liege chillen konnte. Das sollten wir gleich mal gucken. Oben auf jeden Fall überall die Scheiben teilweise schon eingeschlagen. Und hier sieht man halt auch sehr gut, dass man hier viele Rutschen drin hatte. Und draußen waren ja noch mehr Rutschen gewesen. Ja. Ne? Also richtig, richtig geil, wenn man mal überlegt. Man ist hier direkt am Meer. Man hat das Meer, wo man halt hingehen konnte. Man konnte hier das alles nutzen. Wellenbad, die ganzen Rutschen. Ist schon richtig geil, also wirklich. Bin mal gespannt, wie teuer hier der Eintritt war. Müssen wir gleich mal gucken. Ich hätte gerade, wo ich einmal rumgelaufen bin, gesehen, dass im Eingangsbereich auf jeden Fall noch die Preise aushängen. Da gehen wir gleich mal gucken. Ui, 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 ui. Ja, okay. Eigentlich will man jetzt im Wasser stehen, ne? Wir können jetzt im Wasser stehen, ja. Wie gesagt, ein bisschen Wasser ist ja noch unten da. Aber ich denke, dass es wirklich hier reingeregnet hat. Ne? Hier ist ja auch wirklich alles feucht. Das glaube ich auch, ja. Und dass sich das dann da unten gesammelt hat. Ne? Ich könnte auf jeden Fall auch hier stehen. 80 cm Wassertiefe. Das wird auf jeden Fall klar gehen. Und hier ist der Wildwasserbereich, ne? Schön mit den Anlagen, wo man die Wellen erzeugen konnte. Jetzt wird der Bereich hier, die rote Linie. Ab hier Also ich sag mal so, schlimmer. das Wasser steht uns, glaube ich, bis hierhin gerade. Ja, ich könnte hier schon nicht mehr stehen. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Ne? Sieht schon echt geil aus. Ey. Mega. Oh, draußen sind Leute, wir müssen aufpassen. Die könnten eventuell hier reingucken. Dann haben die höchstwahrscheinlich von da oben den ganzen Müll runtergeworfen, die Idioten. Scheiße, oder? Ja. Echt, es könnte so noch geiler aussehen als ohnehin schon, sag ich jetzt mal, wenn das hier alles nicht wäre. Ne? Ich weiß auch nicht, was in den Leuten vorgeht. Ne? Also wirklich. Guck mal, hier ist noch diese Leine, ne? Die das Ganze abgesperrt hat im Prinzip, damit du nicht zu nah an diese Gitter kommst. Ich glaube, da sind auch schon mal so Unfälle passiert, glaube ich, Ja. dass du so angezogen wirst oder so. Ja, Ne? ja. Steht auch da Zone de Security, Safety Zone. Ja, hier ist ja auch immer dann ein Lifeguard, der aufpasst, ne? Dass hier nichts passiert, du nicht zu nah daran gehst, Das stimmt. nicht untergehst und sowas alles, zumindest im besten Fall. Aber manchmal ist es aber auch so, das kenne ich auch, dass da so eine Haltestange ist und da konnte man sich immer so festhalten. Kennt ihr das? Weil ich habe früher als Kind mich auch immer gerne da an diese Haltedinger festgehalten, um dann dementsprechend immer direkt die Wellen abzubekommen, wenn die gerade so gemacht wurden. So, jetzt gehen da gerade welche lang, müssen wir da aufpassen. Aber ich mache mal eben derzeit ein paar Aufnahmen für Instagram. Also wer uns da noch nicht folgt, bei Instagram und Twitch, der kann das gerne mal jetzt nachholen. Schaut mal, hier sind auf jeden Fall die Liegen, was wir schon gedacht haben. Da drüben auch noch mal gestapelt. Aber ich finde das echt heftig, ne? Wie viel Sand hier drin ist, oder? Ja.
Hier muss doch mal irgendwas offen gestanden haben und dass hier der ganze Sand reingeweht ist. Ja, oder von dem ganzen Durchgangsverkehr hier. Glaube ich nicht, meinst du? Keine Ahnung. Hier ist auch noch mal so ein Wegplan. Das verstehe ich jetzt aber nicht ganz. Was? Naja, guck mal, du kommst zu den Jacuzzi. Achso, du musst dann wahrscheinlich da lang, nicht rausgehen, ne? Nee. Ah, okay. Ich dachte nämlich gerade, du musst hier rausgehen zu dem Jacuzzi. Aber dann bist du ja quasi direkt am Strand. Das macht ja keinen Sinn. Aber die meinen das da hinten wahrscheinlich, ne? Wo wir gerade waren. Ja. Hier gehen wir auf jeden Fall jetzt hin, zu den Rutschen. Es gab eine blaue Rutsche, rot, schwarz ist richtig schnell, ne? Ja. Also schwarz, rot und blau ist komplett langsam eigentlich, ne? Gucken wir mal. Richtig geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde rutschen, komm. Ey, du glaubst es nicht, Sabrina. Warte mal ganz kurz. Riechst du das? Ja. Das riecht nach Chlor. Ja. Und jetzt guck mal hier. Da ist tatsächlich Wasser drin. Da ist Wasser drin. Ja. Aber dafür, dass es 4 Jahre lang verlassen ist, sieht es eigentlich noch ganz gut aus, finde ich. Ne? Haben wir schon mal ekliger gesehen. Ja. Gott sei Dank. Es ist so schade, dass ich meine Badechallenge schon hinter mir habe. Ne? Sonst wäre ich da so gerne reingegangen. Übrigens ist die Rutsche auch voller Sand. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, ehrlich nicht. Ne? Da hinten auch an der Tür alles komplett voll Sand. Das muss doch komplett offen gestanden haben hier, oder? Ich weiß nicht, oder ist irgendwie vielleicht überschwemmt worden mal? Das könnte tatsächlich sein, ja. Ja, oder? Das könnte wirklich sein, ja. Weil, Oder? guck mal hier sieht auch überall so feucht aus. Hier, siehst du das? Ja, und oben die Decke. Ja doch, es tropft hier aber raus, guck mal. Könnte aber trotzdem sein, dass es hier überschwemmt wurde. Das weiß man nicht. Hier ist auf jeden Fall der Ausgang der Rutschen, wo man ins Becken reinplumpst. Die hat eine Trichterrutsche. Oh ja, stimmt. Guck mal, die hat eine Trichter und welche mit Reifen sogar. So, ich glaube, ich muss Sabrina einmal ganz kurz korrigieren, weil wenn man sich hier die Trichterrutsche anguckt, die hier rumführt, passt da definitiv kein Reifen rein. Ich glaube, die gehört eher hier zu dieser weißen Rutsche. Die gucken wir uns jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen genauer an. Man muss ja echt aufpassen mit den ganzen Menschen, die hier rumlaufen. Aber das Ding ist einfach der Oberhammer, ehrlich. Da würde ich sogar, glaube ich, Ärger für in Kauf nehmen, oder? Ja. So, das ist nämlich diese Rutsche, wo ich vermute, dass hier die Reifen für genutzt worden sind. Ja, da wirst du recht haben. Ey, Sabrina, guck mal da oben. Siehst du das? Jo. Da, Bewegungsmelder. ein Bewegungsmelder. Und genau von da hinten kommen die ganze Zeit irgendwelche komischen Geräusche, als ob da gerade irgendwie Wasser richtig ausströmen würde. Ne? Lass mal lieber da hinten lang gehen. Ausströmen würde, Sabrina, oder? Ja. Also wirklich, als ob da jetzt hier gerade, ihr kennt doch diese... Sind wir jetzt schon in den Bewegungsmelder reingelaufen? ja, ich glaube, ne? der hat sich gerade bewegt, ja. Scheiße. Ja, der ist jetzt locker. Der ist normal jetzt. Ja, jetzt ist er aus. Jetzt hat er sich wieder an. Fuck, ey. Shit. Okay, gerade noch gesagt, wir werden auf jeden Fall Ärger in Kauf nehmen. Jetzt sieht die Sache schon wieder so ein bisschen anders aus. Also es muss nicht unbedingt sein. Bleibt ruhig da, wo ihr seid. Scheiße, ne? Ja, richtig scheiße. Hätte ich jetzt gar nicht. Komm. Nee, ich bleib einfach stehen, nicht bewegen. Hier gehen gerade welche lang, aber die haben noch gar nicht geguckt. Jetzt Lass uns von der anderen Seite gehen. Also ich dachte gerade, als ich hier so stand, dass der trotzdem aufblinkt, auch wenn da keiner ist. Aber es geht nur an, wenn ich mich quasi von hier aus bewege. Siehst du das? Ja, scheiße. Komm, lass uns das auch andersrum laufen. Ach Mist, ey. So, hier oben angekommen, hatte man auf jeden Fall wieder einen richtig schönen Blick hier aufs Wellenbecken. Hier konnte man sogar auch runtergehen zum Wellenbecken. Hier ist der Whirlpool gewesen. Da oben natürlich wieder die Kamera. 8 Personen durften hier rein und man durfte natürlich nicht ins Becken springen. Hier dann auch noch mal 2 Whirlpools. Würde mich mal interessieren, ob einer davon vielleicht kalt war oder so. Nee, ne? Nee, die werden beide Das warm. waren einfach so warme Whirlpools. Manchmal ist ja so ein heiß Kaltbecken oder sowas. Aber ich glaube, in dem Fall waren wirklich beide schön warm. Da ist wieder das Geräusch. Das hört sich echt an, als ob das ganze Bad gleich unter Wasser stehen würde hier. Also ich bin echt mal gespannt, was das ist. Hier riecht es auch extrem komisch. Richtig unheimlich, Leute. Das kommt irgendwo von da hinten. Wahrscheinlich kann man es eh wieder nicht hören. Aber es ist eigentlich komplett laut. Es sieht ein bisschen aus, als ob da hinten
irgendwie Wasser stehen würde. Werden wir uns auf jeden Fall gleich mal angucken. Gucken wir uns jetzt erstmal den Teil hier noch an. Sabrina macht dann noch so ein bisschen ihre Aufnahmen. Und dann schauen wir uns das mal an, was da passiert, weil das würde mich echt mal interessieren. Das riecht richtig abartig. Habe ich gerade auch schon gedacht, was ist das denn da hinten? Und vor allem geht halt echt einfach der Strom. Hier nebenan ist ein Raum, hast du gesehen? Nee, war ich noch nicht. Leuchtet. Echt? Ach du Scheiße. So viel dazu, ne? Vorhin haben wir noch so gedacht, als ob hier noch der Strom gehen würde. Vor allem ist einfach hier alles unter Wasser. Ja, richtig und dann gefährlich. auch noch Strom. Kommen wir hier? Mach mal Jetzt kannst du auch meine Taschenlampe nehmen. Reicht das hier mit dem Licht? Ja. Guck dir das mal an. Guckt euch das an, Leute. Hier geht tatsächlich noch der Strom. Ich glaube das nicht. Und Warte, die ist ich hole meine alles. Taschenlampe raus. Ein bisschen heller. Hier. Schaut mal hier, da geht wirklich noch das Licht. Und hier, der Boden ist auch feucht. Ja, er ist feucht. Nicht nass, steht jetzt in keiner Pfütze, keine Angst. Aber er ist feucht. Und hier geht der Strom. Und in Kombination. Boah, jetzt hat es voll auf mich runtergetropft, ehrlich. Und in Kombination, dass da hinten andauernd wie so ein Wasserfall ist, ne? Ja. Hier war der Raum von dem Lifeguard offenbar. Ja. Hier ist aber alles so richtig schimmelig feucht. Ja, Ne? ja. Und das muss hier definitiv, das Wasser von draußen, das muss hier reingekommen sein. In jeder Ecke ist es hier Ja, das feucht. ist alles sandig, komplett feucht hier. Wie so Es tropft ja auch reingespült. Es tropft ja auch von oben gerade. Aber was ist denn das, was da die ganze Zeit dieses Geräusch verursacht? Ich weiß es nicht. Das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall als nächstes an, oder? Aber da hinten der Bereich ist halt auch komplett unter Wasser, ist schon gefährlich, ne? Wir gucken aber auf jeden Fall trotzdem Ja, mal. wie weit wir gehen können. Ja. Da ging es auf jeden Fall zu den Toiletten. Da können wir gleich auf jeden Fall auch noch mal gucken. Hier ging es dann in den Außenbereich. Auch sehr schön. Hier müsste es doch eigentlich rein theoretisch auch zum Haupteingang gehen, oder? Müsste. Hier sind die Umkleider, ne? Ja, und dann davor müsste ja eigentlich der Haupteingang dann kommen, meiner Meinung nach. Aber guck mal hier. Da oben geht sogar noch dieses Spray für Raumduft. Das ist zwar rot am Leuchten, dass es leer ist. Aber das die Batterien gehen noch. Für 4 Jahre? Ja. Oder ist das Dauerstrom, was die da haben? Könnte dass auch das sein. nicht mit Batterien ist. Halt mal kurz. Ist schon komplett angeschraubt, ne? Aber Also eher Dauerstrom. Ne? schwierig. Aber es sieht nicht danach aus, ob da vielleicht durch die Wand dann vielleicht ein Kabel gezogen oder so. Ne? 100%. So, der Umkleidebereich auf jeden Fall. Aber ich finde, das sieht ganz komisch aus, ne? Findest du nicht auch? Ja, ein bisschen Guck mal, die eigenartig. Wände, wie die aussehen, so Rohbaumäßig oder so, weißt du? Die haben ja nur einmal drüber gestrichen im Prinzip. Sieht so aus mit den Steinen da, ne? Guck mal hier. Haben die sogar noch so eine Liege mit so einem Stiffneck oben dran, dass du den Kopf fixieren kannst. Zum Retten. Ja. Hab ich was auf dem Kopf? Nee, ne? Das hat nur getropft, oder? Du hast eine Sonnenbrille auf dem Kopf. Nein, das hat mich angetropft oder irgendwas angegriffen oder so. Keine Ahnung. Okay. Sei mal ganz kurz leise. Brummt. Es brummt, genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Da oben ist auch wieder so ein Lufterfrischer. So? Ja. Zugeschraubt worden. Ah, okay. Aber Ausgang steht eigentlich da lang. Den Weg. Ja, dann war das vielleicht der Ausgang, aber da geht es in diesen Pool rein. Geh mal da lang. Sehr komisch. Oh, sehr komisch aufgebaut hier, ne? Oh, alles so duster, gar nicht so schön. Hier waren die Toiletten für Männer und Frauen getrennt und die Duschen. Hier sieht man auch noch mal das Schild dazu. Okay, aber wo sind... Das waren die Duschen hier, oder was? Ach, Wie schäbig ist das denn? kommst direkt hier rein und kannst... Hä? Warte mal. Ja. Damen und Männer. Damen hier. Und ich stehe jetzt hier als Mann und kann direkt sehen, wie die Frau La, hier... la, la. Okay. Verstehe ich auch nicht ganz. Vor allen Dingen... Hä? Aber wo gehen die Männer denn hin? Das weiß ich Nur auf nicht. Toilette hier, oder wie? Ja, offenbar, ne? Hier geht's ja tatsächlich, guck mal hier. Das ist ein Stickklo. Ja.
Boah, es brummt so laut hier, ne? Ja. So, wir sind jetzt wieder im Schwimmbadbereich. Jetzt kommt auf jeden Fall die Stunde der Wahrheit. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Richtung. Okay. Boah, stinkt's. Ja, abartig. Richtig abartig. Guck mal, hier geht's in den Keller. Ein Service. Ja. Wo geht's denn hier hin? Zur Tropfsteinhöhle, ey. Aber wo geht's denn eigentlich hier hin? Ich weiß nicht, was es heißt. Boah, guck mal, wie schimmelig das ist. Boah, was für eine Tropfsteinhöhle. Hier sind die guck mal. Und hier tropft's auch. Und jede Menge Mücken. Boah, stinkt's hier eklig. Boah, Wahnsinn. Wie in so einer Es tropft nur. Zombie-Apokalypse, Wo ey. ist denn dieser Wasserfall, der zwischendurch kommt? Guck mal, das Notlicht da oben, das leuchtet noch. Jo. Scheiße, ey. Das ist richtig, also wirklich, weiß ich nicht. Wie in einem Horrorfilm. Ja, aber wirklich, du sagst es, ehrlich. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Boah. Film auch mal eben mit dem Handy, ey. Dieses Gruselkabinett. Guck mal hier. Kannst du es sehen? Hier kannst du die Preisliste sehen. 3 Euro und 5 Euro. Ich glaube für die Schränke, ne? Die Schließfächer sind eine totale Abzocke. 3 Euro für ein kleines oder 5 Euro für ein großes Schließfach. Keine Rückerstattung möglich. Bei unserem Besuch waren alle Schließfächer bereits vergeben. Am Ende mussten wir 3 kleine Schließfächer nutzen, was zusätzlich 9 Euro gekostet hat. Zusätzlich zu den 56 Euro Eintritt für unsere 4-köpfige Familie. Zum schlechten Zustand der Umkleideräume gab es bereits 2016 Kritik. Die Umkleideräume-Gegend selbst ist ziemlich eklig, nass und dreckig. Auch zu diesem unangenehmen Gestank fanden wir eine Bewertung, die bereits aus dem Jahr 2015 stammt. Schon vor der Tür, bevor man am Gebäude ist, riecht es sehr unangenehm nach Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber jetzt seid gespannt, was diesen abartigen Geruch überhaupt verursacht. Das riecht, als wenn das Kloakenwasser wäre. Ich weiß nicht, was das ist, ehrlich. Das riecht total vergammelt hier. Boah, Aber krass. es ist immer noch nicht das, was wir gesucht haben. Es sei denn, durch das Rohr fließt sich jetzt gleich ein richtiger Schwall Wasser. Wahrscheinlich, wenn da irgendeiner oben auf Toilette geht. Ey, das könnte echt sein, ne? Ja, klar. Das stinkt auch nach stinkt doch so. Toilettenwasser. Ja, ach du Scheiße. Das ist Stimmt, das ist so Toilettenwasser. Toilettenpapier hier, guck mal. Boah, Anja. Hier liegt doch Toilettenpapier. Ja, komm, bitte, lass uns jetzt hier raus. Nee, ich muss mir das angucken, wie das runterläuft. Bist du irre oder was? Komm. Du bist schon so ein bisschen eigenartig, ne? Ich will gucken, wenn das runterläuft. Guck mal, hier die ganzen Spinnen da hinten noch, ne? Ja. Du rennst nicht durch das Klowasser. Nein, ich gehe nur hier vorne. Boah, guck mal dir hier. mal den Boden Oh. hier an. Boah, das ist noch schlimmer. Hier steht das eigentlich drunter, siehst du das? Ja, ja, Die ganzen Rohre sind geplatzt offenbar. ja. Hier liegt alles voller Scheiße, Leute, ehrlich. Guck mal hier. Guck mal hier. Da hinten leuchtet irgendwas. Was ist das? Hä? Was ist das? Hast du das Ich habe hier ein Spinnennetz im Gesicht. Hoffentlich nur Spinnennetz. Warte, was sind Ja, doch, doch. Ja? Ja, das Spinnennetz. Boah, sind das die Geräusche. Da. Jetzt ist gerade safe einer auf Toilette. Boah, Okay, jetzt können wir ja gehen. ist das abartig. Boah. Guck dir
dir mal an, wie das aussieht. Guck mal bitte. Siehst du das, dieses grüne Licht da hinten? Wie unheimlich ist das denn? Und da oben alles voller Spinnweben bei diesem Notausgangsschild. Das wird mir noch lange in Erinnerung bleiben, sag ich dir, ey. Auf jeden Fall. Boah, ekelhaft, ey. Das war echt ekelhaft. Boah. Guck mal hier. Hier ging es dann nochmal zu den Spinden, aber wir gehen da auf jeden Fall nicht hin. Nee, da ist also auch erstmal alles. Kloake und zweitens Wasser, ne? Ja, da ist alles unter Wasser. Aber wir können jetzt hier auf jeden Fall mal weiter gucken. Boah. Da geht wieder jemand auf Toilette. Boah, ist abartig, dieser Geruch, ne? Halleluja. Also ich würde mal sagen, das riecht wie in der Kläranlage. Ohne Witz. Ja. Also so stelle ich mir eine Kläranlage vor. Richtig abartig, ey. Die Polizei. Polizei? Alle gerade das Polizeiauto hier lang gefahren. Ich dachte, hier vorne steht einer. Warte mal. Nee, doch nicht. Aber die Polizei ist hier gerade lang gefahren. Okay. Krass. Relativ zügig allerdings. Vor allem, ich dachte hier vorne, weiß ich, steht so ein rotes Auto mit weiß, weißt du? Ich dachte, das wäre Polizei. Und in dem Moment fährt ein Polizeiauto hier lang. Okay. Hier ist auf jeden Fall jetzt der Eingangsbereich, Leute. Das ist der Haupteingang, ja. Ja. Richtig krass verwüstet, ne, wie man sieht. Komm, schnell. Einmal schnell Durchlauf hier einchecken und weiter geht's. Da konntest du im Automaten einkaufen links. Ja. Und da oben sieht man die Preise. Guck mal. Kinder. Nee, warte mal. Also Kinder von 3 bis 12 Jahren, 14,90 Euro. Mit einem kleinen Snack hat es dann 20,90 Euro gekostet. Und Erwachsene 19,90 Euro mit einem Snack 25,90 Euro. Okay. Oh, da kommt einer. Oh, schwierig, Leute, gerade hier echt zu filmen. Na, wirklich sehr, sehr gefährlich halt, ne? Muss man leider Gottes mal so sagen. Also hier stand eigentlich noch echt alles. Ne? Hier stehen noch Ordner, hier stehen noch die Kassensysteme im Prinzip. Ne? Hier 1, 2, 3 Stück an der Zahl. Eigentlich alles noch da gewesen. Die haben das hier wieder schon komplett verwüstet. Ne? Hier noch Schlüssel von den Spinden. Ja, sieht man das? Alles auf jeden Fall noch da. Hier sind noch irgendwelche Prospekte von dem Ganzen. Die liegen hier auch noch en masse. Und hier das Kassensystem auf jeden Fall mit Computer auf hier. Alles da. Und das in doppelter Ausführung. Dreifache. In dreifacher Ausführung. Oh ja, einer liegt hier schon so. Und dazu hier der Scanner. Und da halt direkt der Eingang. Boah, echt dangerous, ey. Sehr, sehr dangerous. Ja, vor allem dangerous, dass gerade die Polizei hier durchgerast ist. Ne? Ja, ja. Hier geht's wohl zum Restaurant, wie man sieht. Auch komplett zerdeppert worden. Wir können jetzt hier gerade nicht leuchten. Ich denke, das könnt ihr wohl nachvollziehen. Und schau mal hier, überall so Sandsäcke. Ja, die haben das hier rausgeschöpfelt. Aber du könntest wirklich recht gehabt haben. Das wird hier alles überflutet sein. Ja, ja. Muss doch so gewesen sein, oder? Ja, hier ist noch die Zapfanlage, die Kaffeemaschine, ist alles noch komplett da. Ja. Wie nach so einem Hurricane hier, ne? Das stimmt, ey. Oder so ein Tsunami oder sowas. Problem ist natürlich auch jetzt gerade, Leute, dadurch, dass draußen relativ trocken ist, schönes Wetter, in Anführungszeichen, Sonne scheint zwar gerade nicht, aber ist halt trocken, schönes Wetter zum Spazierengehen, ist draußen gerade wirklich die Hölle los. Das wird gleich richtig, richtig tricky werden für uns draußen, den Bereich noch zu filmen und vor allem hier wieder vom Gelände runterzukommen, ohne dass das jemand sieht. Vor allem ohne erwischt zu werden. Ne? Gesehen werden wir auf jeden Fall, das steht, glaube ich, außer Frage, egal ob wir jetzt einfach rauslaufen oder uns noch den Außenbereich angucken werden, aber ja, erwischt werden wir jetzt nicht so nice. Oder? Nee. Guck mal, hier ist noch eine Küche. War da nicht hinten auch schon eine? Hinten war auch eine Küche, hier ist noch eine weitere Küche. Oh, die sieht aber echt gut aus, ne? Ja, ja. Der Eingang der Küche ist da auf der anderen Seite. Guck mal, hier ist Sehr, so sehr ein- schöne Küche. Guckt mal, Leute. Schaut mal hier, das sieht doch aus wie so ein Crepe-Ding, ne? Wo man so Crepe drauf machen konnte. Sehr, sehr schön. Hier oben ist auf jeden Fall alles in einem besseren Zustand. Ich würde mal vermuten, dass hier auch das nicht so krass überflutet wurde. Das sieht man auch hier. Hier ist auch noch relativ trocken.
von dem Mauerwerk, da ganz hinten, ist Katastrophe hoch 10. Guck dir mal lieber die Küche an, wie die aussieht. Die sieht richtig gut aus, oder? Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Aber hat doch wieder irgendjemand das hier durch die Gegend gewumst, ne? Voll Idioten halt, ne? Schön, sehr, sehr schöner Zustand. Ja, und es riecht auch noch so nach Küche, ne? Ja, ja. Es Riecht nach nicht Küche, unangenehm. aber nicht schlimm, genau. Ach, hier kommen wir in den Außenbereich, wo ich vorhin war. Ah, okay. Gucken gegangen bin. Wo die Viele Türen- Sitzmöglichkeiten hier, ne? Ja. Und draußen hattest du eine richtig schöne Dachterrasse. Da war eine Tür, aber hier vorne war auch noch mal eine. Also hier und hier, genau hier war ich. Ach, krass. Die Tür ist auch offen. Ich habe vorhin geguckt, die war zu. Okay. Ich schwöre, die war zu. Ja, jetzt ist Guck, sie. so geht die nicht. Ach so geht die nicht auf, aber so. Ah, Push. Push to Ich open. dachte gerade schon, ich bin blöd oder so. Okay, also könnten wir jetzt auch noch rausgehen. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Ja, aber dann müssten wir im Prinzip hier wieder runter, ne? Ja, gut, aber Ja, kann man machen. Ausgänge hätten wir auf jeden Fall genug. Aber, ja, Hier nochmal dieser schöne Blick in den Schwimmbereich rein. Hier ist auch noch eine Menükarte von dem Restaurant, was hier oben war. Champagner, 12 CL, 9 €. Whisky, 7 €. Was zu essen. Desserts. Von den Preisen her für ein Schwimmbad schon okay, ne? Sag ich mal, ist natürlich ein bisschen teurer, aber günstig könnte man halt unten in dem Bistro-Bereich halt essen, ne? Und hier oben wahrscheinlich ein bisschen gehobenere Küche. So Leute, ich hätte gerade zu Anja gesagt, jetzt können wir nach draußen gehen, uns draußen den Bereich angucken, aber Anja möchte jetzt unbedingt noch die Rutschen hier drin sich genauer ansehen. Und hier liegt überall Glas auf dem Boden. Hier ist jetzt noch die andere Küche. die ist aber echt Größere. auch groß, ne? Ja, hier ist richtig groß. Aber sieht auch relativ ordentlich aus, finde ich. Relativ sauber. Ja. Dafür, dass es jetzt hier schon so lange verlassen ist und natürlich auch in Benutzung war, Guck ne? mal, hier ist noch der Plan, ne? Ist noch ausgefüllt. Ja. Ich glaube, das ist, ich würde mal vermuten, der Speiseplan, ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, ja, genau. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag wahrscheinlich. Montag, so, ne? Dienstag, Freitag, ja. Genau. Das ist eine gute Woche, Anja. Das ist eine Kurzwoche. Ich glaube, wie viel schon geplündert wurde. Ja. Jetzt müssen wir wieder an dem Eingangsbereich vorbei. Hier ist es wirklich sehr, sehr duster in dem Bereich. Oh, komm schnell. Boah, überall die Unterlagen hier auf dem Boden. Ist auch voll nach Chlor. Guck mal hier. Uiuiui. Seht ihr das hier? Boah, Und genau hier wollte ich eigentlich runtergehen. Toll. ist hier, ey, krass, krass, krass. Hier die Rutsche wollte ich eigentlich runtergehen. Diese hier. Diese mit dem Reifen, weißt du? Naja, das wird wohl nix. Die ist komplett nass, ne? Die steht komplett unter Wasser. Nass ist ja noch untertrieben. Aber guck mal hier, alles voller Sand da unten. Zu unserer linken Seite befand sich nun der aktive Gebäudeteil, der noch von einem Restaurant genutzt wird. Und genau von dort hörten wir plötzlich Geräusche, als ob jemand eine Tür öffnen würde. Okay. Gott, jetzt. Es gibt noch einen aktiven Bereich. Und von dort haben wir jetzt gerade was gehört. Puh. Komm, jetzt geht doch nicht. Boah. Wir werden heute safe erwischt, Leute. Wir werden erwischt, ich sag's euch. Aber dann haben wir nichts alles gesehen. Guck mal, wie das aussieht, ey. Ja. Wie in so einem richtigen Horrorfilm, wie du gerade schon gesagt hast, ey. Magic River. Guck mal hier, da kommt es gleich raus. Ja. Oh, heftig. Sehr, sehr gruselig hier.
oben haben wir jetzt gerade, oder? Ja, da waren wir gerade. Ja, komm. Am besten sitzen wir gleich noch in der Falle, weil wir hier nicht mehr rauskommen von hier oben. Das wär's, oder? Ja. Oh nein, hier ist nur eine Rutsche. Scheiße. Hier ist nur diese Reifenrutsche. Hast du es gehört? Was ist denn da hinten noch? Sei mal leise. Das sind doch Stimmen. Ja, aber draußen. Solange es nicht die Polizei ist, ist mir das egal. Es hat sich gerade angehört, als wenn irgendwas aufgegangen wäre. Hast du es auch gehört? Aber da, dieses Geräusch. Was soll denn hier aufgehen? Die waren da am Fenster, dieser schräge. Der Haupteingang ist ja hier vorne. Kein normaler Mensch geht hier durch die Fenster oder sowas, wenn die hier hingehören. Dann sind es andere Alexa oder so. Man hat hier auf jeden Fall den Haupteingang im Blick. Ja, stimmt, sehe ich so. Da ist keiner. Aber vielleicht von dem Restaurant was noch. Das könnte das sein, aber da kommt doch keiner hier rein. Ich weiß nicht. Das hing halt alles zusammen. Das habe ich gesehen. Aber Ja, aber dann pennst doch. Nee. ja. Taube. Das ist eine Taube. Aber es sieht voll nach Regen aus. Das heißt, wir können gleich in Ruhe rausgehen. Oder auch nicht. Was Oder war auch das? die Taube, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Da ist die Stinkehöhle wieder. Lass uns doch jetzt einfach den anderen Ausgang wieder nehmen. Nein. Da bist du beim Ist Bewegungsmelder. mir egal, komm. Guck dir das mal an. Was da jetzt noch drin ist. Geh mal rein. Oh, krass, ey. Hier ist die Eistruhe noch. Ja. Die ganzen Kartons von dem Eis. Kühlschränke. Das ist dieses Wassereis, ne? Das Slush-Eis, ne? Ist das alles, ne? Was ist das hier oben? Über uns sind die. Heißt das Restaurant? Das ist Ah, okay. Ganz gut. Dann ist ja gut, wenn es das ist. Guck mal. Nee, warte mal. Gleich geht die Tür auf. Jetzt hat hier gerade auch ein bisschen Angst, dass diese Tür aufgeht. Ja, ich auch. Ach Mann.
Ach, guck mal. Der Personalraum. Wie schön der aussah. Auch mit Liegen ausgestattet. Ja. Das läuft bei denen, ne? Ja. Oder lief in dem Fall. Da ging es wieder zu diesem Bürobereich. Aber direkt dahinter ist auch das Restaurant, was noch aktiv ist. Wo ist denn das Restaurant? Da. Mensch, was ist Ist das das noch? in die Richtung, oder was? Lass deine Ollen rutschen, jetzt gucken wir dann kommen. Oh, ich hasse das, ne? Hier kann man noch mal Gefühl, drauf zu laufen. in den Trichter reingucken, Leute. Seht ihr das? Wie groß das aussieht von hier oben, ne? Ja. Wahnsinn, ehrlich. Mega. Ist das mal geil oder ist das geil, hä? Mit Puls 180, sehr geil, ja. Hoffentlich hält hier noch alles, nicht, dass wir gleich hier noch einstürzen. Oh Leute, ey, Höhenangst kickt auf jeden Fall. Puh, ist das scheiße hoch, ey. Boah, ist das hoch. Also zur grünen Rutsche müsste man einen anderen Weg auf jeden Fall laufen. Boah. Ganz schön hoch, ne? Sehr hoch, ja. Hier ist die blaue Rutsche und hier oben. Wo geht's hier oben hin? Meine Güte. Ah, hier ist die Trichterrutsche. Boah, guck mal, wie steil die ist, Sabrina. Komm mal her. Oh Gottes Willen. Guck mal, wie steil die geht, die Trichterrutsche. Boah. Die geht einmal komplett so nach unten. Es gibt echt Leute, die hier noch gerutscht sind, offenbar. Guck mal, wie das aussieht, ne? Sehr, sehr gefährlich. Guck mal bitte her. Ach du Scheiße, ist das tief. Guckt euch das nur an, wie es da reingeht. Wahrscheinlich kann man das gar nicht so gut erkennen, aber es geht einmal komplett so nach unten. Heftig. Ja, guck mal, Na, schwarz. hast Ne? du Bock? Nee, der ganz bestimmt nicht, du auch nicht. Ist leider auch außer Betrieb. Guck mal, Schwierigkeitsgrad. Schwarz, ja. Also schwarz ist schon echt Endlevel. Durfte man auf jeden Fall auch erst ab 1,50 Meter oder ab 12 Jahre. Ja, ist auch richtig so. Ne? Ist ja schon, naja, ganz schön steil und schnell, würde ich mal behaupten. Irgendwie ist es schon ein anderes Gefühl, wenn man hier in so einem verlassenen Schwimmbad ist, als, also da, irgendwie fühlt man sich so ein bisschen unsicherer. Und Ne? ich habe Höhenangst, die so richtig des Todes. Und ich habe Angst, dass irgendeine Treppe nicht geht und wir gleich abstürzen. Ja, hatte ich zwischendurch auch schon das Gefühl. Aber, oder zumindest die Befürchtung, hallo, ich rede noch. Hatte ich zwischendurch auch die Befürchtung, aber dann dachte ich mir so, ach, hier oben stand das Wasser ja auch nicht. Also es muss ja sicher sein hier oben. Kannst dich ja eine Runde hier hinsetzen. Ja. Auf dem Lifeguard-Stuhl. Die Rutsche konnte man übrigens auch mit dem Reifen rutschen. Die ist auch etwas breiter und komplett dunkel von innen. Also die heißt wahrscheinlich Black Hole oder sowas. Steht jetzt hier leider nicht dran, aber ich meine, unten stand irgendwas von Black Hole. You call me a saint, but you know I'm a stranger. All willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All messy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. I control, you don't know. Babe, I'm a danger to myself. I control, you don't know. Babe, I am fading unfelt. Guck mal, wie viele Leute da gerade sind, ey. Scheiße. So Leute, wir gehen jetzt raus. Aber das Problem ist halt einfach, dass gerade wirklich super viele Spaziergänger draußen Wo rumlaufen. ist der Regen? Ja, der Regen, wo ist der? Naja, ich brauche auch eigentlich noch trockene Bedingungen, um
Drohnenaufnahmen zu machen, ne? Die wollte ich ja noch machen. Aber hier sind auch überall schon die Notausgänge benutzt worden. Also prinzipiell könnten wir auch zum Notausgang nehmen und dann wären wir auch draußen. Die sind alle ausgelöst. Aber der Eingang war schon relativ einfach, finde ich. Jetzt wird's dangerous. Kriminell. Criminal. Ja, wir machen es einfach so wie die Jungs gerade. Ja, einfach laufen. Ja, wir können auch hier hin. Als wenn das einfach total normal wäre, dass wir halt jetzt hier sind. Guck mal hier. Hier ist so ein kleiner Pool. Ja, sehr, sehr schön. Auch nochmal 2 Rutschen, wie man sieht. Schön für die Kinder, ne? Ja, richtig schön. Richtig, Sehr, richtig cool, ehrlich. Hier wäre ich als Kind auch gerne hingegangen. Ich auch. Alles Sand. Guck dir das mal an, wie viel Sand hier drin liegt. Auch hier. Berge. Hier sind Berge voll Sand. Verrückt, ehrlich. Und hier konntest du quasi so einen Wasserlauf, der dann hier durchging einmal. So Ne? Konntest du so ein so Strömungskanal, ne? laufen. Ja, vielleicht, ne? Bestimmt. Da ist der Aufgang zu den beiden Rutschen. Auch komplett verwittert, ey. Der Strömungskanal ging einmal hier durch den ganzen Außenbereich im Prinzip, ne? Ja, Hier ist dann so ein Kinderbereich gewesen, auch richtig süß gemacht. finde ich auch sehr schön. Auch wieder mit den Wasserkanonen. Ja. Hier noch so ein Becken für etwas größere Kinder. Ja, Jetzt vor nicht allem mehr da, diese um da reinzurutschen, unter ne? 6-Jährigen, wahrscheinlich eher so ab 6 bis 12. Jetzt wird's interessant, Sabrina. Boah, ich habe überall irgendwelche Spinnen. Das gibt's doch gar nicht. Dabei sind die beiden da auch gerade hier lang gelatscht. Naja, ich glaube von gerade noch irgendwie. Oh oh. Pass auf, ich sehe mich von unten, ne? Oh, da hinten kommt eine Oma, Leute. Geschafft. Da hinten Ey! Ja, ich gehe da nicht lang. Oh, Sabrina. Da hinten kommt eine Oma, die läuft jetzt gerade die Promenade entlang. Boah, schwierig, ey. Echt schwierig. Ich mache einfach mal ein paar Bilder hier, so la, da oben läuft sie. Ja, ich bin nur Fotografin, mach dir keine Gedanken, alles in Ordnung. Die nächsten Leute auf der linken Seite, die jetzt gucken. Boah, aber sehr, sehr schön hier dieser Kinderbereich, ne? Sehr, sehr schön. Da hinten ist noch so ein Schiff, wie man sieht. Jede Menge Rutschen. Ich sehe es, Anja, ich sehe es. Ganz viele Leute. Ganz scheiße. Richtig scheiße. Lass gehen. Ja? Ja, komm. Ich weiß nicht, ob jetzt genau jemand kommt. No, ich sehe keinen. Ach nee, wo war das? Hier, ne? Ja. Ich finde das Ding nicht. Da ist. Sehr elegant. So Leute, Video ist im Kasten. Richtig geil, ehrlich. War schon cool, ne? Mega. Das ist die geilste Location überhaupt. Seit sehr lang, glaube ich. Oder? Ja, finde ich auch. Sehr, sehr cool. Jetzt packen wir noch alles weg, bevor wir jetzt wieder da hinten lang laufen. Uns haben mindestens, ich würde sagen, 12 Leute gesehen, wie wir gerade hier über das Ding gestiegen sind. Wahrscheinlich noch mehr. Ach Gottchen, ey. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Video ist im Kasten, zur Not SD-Karte rausnehmen. Geil. Hat sich gelohnt. Es hat sich definitiv gelohnt. Und schaut euch nochmal hier dieses geile Szenario an. Und hier konntest du einfach halt schön liegen, ins Meer gehen oder halt hier in diesen riesengroßen Rutschenpark. Super geil. So Leute, ich muss mal wieder aus vorteilhafter Position filmen. Also ich kann euch echt sagen, manchmal hat man einfach mehr Glück als Verstand, ne? Wir kommen gerade den Strand entlang. Sabrina ist schon ein Stückchen vorgelaufen. Ich wollte eigentlich zum Meer laufen, aber es ist so weit weg. Bin dann also hinterhergegangen. Und ich sag mal, wir hatten so, weiß ich nicht, 100 Meter Abstand zueinander. Und auf einmal kriege ich eine Nachricht, Polizei. Geh woanders lang, hier ist die Polizei. Und dann gucke ich so, stehen die oben, ne, gucken mich so an.
Und ich mache so Bilder, so ein bisschen fake-mäßig, ne? Jetzt sind die auf jeden Fall weggegangen, keine Ahnung wohin. Ich habe mir die ja nicht, oder ich habe sie ja nicht beobachtet, das wäre ja noch auffälliger gewesen. Ja, jetzt laufe ich hier einfach mal einen ganz anderen Weg. Und mal gucken, was Sabrina gleich schreiben wird. Also ehrlich, ich sagte euch, wie es ist, 5 Minuten eher. Wenn die 5 Minuten eher gekommen, die hätten uns gesehen auf dem Gelände. Dann hätte es wieder richtig Lack gegeben, ich sag's euch. Okay Leute, kleines Update nochmal. Es war nicht die Polizei, es war Security. Und die stand genau da, wo das Schwimmbad ist. Also die hätten uns auf jeden Fall 1000%ig gesehen und die waren wahrscheinlich auch nur deswegen da. Also wie gesagt, ich sag mal so, 5 Minuten eher hätten die uns mitten auf dem Gelände erwischt. 2 Minuten eher oder 3 Minuten eher hätten sie gesehen, wie wir da drüber geklettert wären. Also ehrlich, meine Güte, manchmal muss man auch echt Glück haben einfach, ne? Na, was geht? Ey, ohne Witz, ne? 2-3 Minuten. Ja, ich hab's auch gesagt. Die standen da und waren sich dann alles ich weiß, genau hab's gesehen. Und danach sind sie nochmal Richtung Haupteingang gegangen und haben da nochmal ganz genau geguckt. Ich sag ja, kurz vorher, als wir da oben rumgelaufen sind, ist ja die Polizei da ganz schnell vorbeigefahren. Krass, ne? Also ohne Witz, ne? Es war genau der richtige Zeitpunkt, jetzt zusammen. Ich habe auch gesagt, 5 Minuten eher hätten die uns auf dem Gelände erwischt. 2-3 Minuten eher hätten die gesehen, wie wir rübergeklettert sind. Ja. So viel Glück muss man auch erstmal haben, ne? Also wirklich. Es ist einfach die Frage, ne? Ob jemand die vielleicht gerufen hat, ne? Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall jetzt weg. Ja. Meine Güte, ne? Ey, haben wir ein Schwein. Ich sag's dir ehrlich. Ja, ich versuche jetzt mal irgendwie noch Drohnenaufnahmen zu machen und dann können wir auch direkt abhauen, oder? Ja, definitiv. Ja Leute, ich wollte eigentlich jetzt noch Drohnenaufnahmen machen, aber das ist hier komplett verboten und ich habe einfach gar keinen Bock, dass wir dann nachher irgendwie noch eine fette Geldstrafe bekommen, weil, ne, ihr wisst ja, Drohnenflüge kann man ja heutzutage auch registrieren, also welche Drohne hier durch die Gegend geflogen ist und da unsere Drohne natürlich ordnungsgemäß registriert ist, etc. pp. Ja, können es im Nachhinein unter Umständen noch Ärger geben und das wollen wir natürlich vermeiden. Aber ich habe jetzt nochmal unsere andere Sony-Kamera geholt und damit werde ich jetzt noch ein paar Detailaufnahmen machen für euch. Wie wird es mit dem Wasserpark nun weitergehen? Das Gelände soll in ein Hotel umgewandelt werden, doch das Projekt steht weiterhin still. Der geplante Betreiber des Hotels hat finanzielle Schwierigkeiten und suchte nach einem neuen Investor mit einer Entscheidung, die für Herbst 2024 erwartet wurde. Bislang konnten wir jedoch keine weiteren Informationen zur aktuellen Entwicklung finden. Der Bauherr zeigte zuletzt Interesse daran, das Vorhaben voranzutreiben, unabhängig von den Problemen des ursprünglich vorgesehenen Betreibers. Die Stadt hatte sich offen gezeigt, flexibel auf die Situation zu reagieren, sei es durch die Realisierung des Hotels oder alternative Pläne. Die Zukunft des Geländes bleibt somit weiterhin ungewiss.